Verknüpfungssteuerungen stoßen bei komplexen Maschinen schnell an ihre Grenzen. Wenn Zylinder, Förderbänder und Sensoren in einer streng festgelegten Reihenfolge arbeiten müssen, endet das mit normalen Netzwerken oft im Chaos. Die Lösung? Der Graph-Z nach DIN EN 60848, die weltweite Standardsprache der Ablaufsteuerung. Wer den Graph-Z meistert, zeichnet nicht einfach nur Kästchen, sondern plant das logische Gehirn einer Anlage. Jeder automatisierte Ablauf braucht einen definierten Startpunkt. In der Planung nutzen wir dafür den Initialschritt. Du erkennst ihn in der Graph-Z-Norm sofort an seinem markanten Doppelrahmen. Er sorgt dafür, dass die Anlage nach dem Einschalten oder einem Nothalt genau weiß, in welcher Grundstellung sie auf den Startbefehl warten soll. In Graph setzen wir das direkt um. Beim Anlegen einer neuen Schrittkette generiert uns das System diesen Schritt automatisch. Ein wichtiger Hinweis für die Praxis. Während die Norm oft mit Schritt 0 startet, beginnt Graph standardmäßig mit Schritt 1. Gewöhne dir am besten direkt an, auch in deinen Planungsskizzen mit der 1 zu starten. Das spart dir später lästiges Umnummerieren im Projekt. Damit die Kette weiterschaltet, brauchen wir die Transition. In der Planung ist das die Schranke zwischen zwei Schritten. Sie öffnet sich nur, wenn der Schritt davor aktiv ist und deine Weiterschaltbedingung erfüllt wird. Logische Verknüpfungen schreiben wir dabei ganz kompakt. Ein Malzeichen steht für und, ein Pluszeichen für oder. In Graph klickst du die Transition in deiner Schrittkette einfach an. Hier kannst du deine Bedingungen nun grafisch in FUB oder COP programmieren. Ob es ein einfacher Sensor ist oder eine komplexe Verknüpfung aus mehreren Eingängen, hier entscheidest du, wann der Motor wirklich loslaufen darf. Oft soll eine Anlage erst reagieren, wenn ein Taster in genau diesem Moment gedrückt wird, nicht wenn er dauerhaft klemmt. In der Graph-Z-Planung nutzen wir dafür Pfeile. Ein Pfeil nach oben steht für die steigende Flanke. Das ist genial übersichtlich. Aber Achtung, in S7 Graph kannst du diesen Pfeil nicht direkt in die Transition tippen. Die Profilösung im TIA-Portal: nutze den Bereich der vorausgeschalteten permanenten Anweisungen. Dort wertest du die Flanke deines Tasters mit einem P-Trick-Baustein aus und speicherst das Ergebnis in einer temporären Variable. Genau diese Variable nutzt du dann ganz sauber als Bedingung in deiner Transition. Soll die Anlage eine bestimmte Zeit in einem Schritt verweilen, etwa zum Aushärten einer Klebenart? In der Planung schreiben wir einfach die Zeit, einen Schrägstrich und die Schrittvariable auf. Zum Beispiel 5 Sekunden Schrägstrich x3. Die Umsetzung in S7 Graph ist hier besonders elegant. Du brauchst keinen externen Timer. Jeder Schritt hat eine eigene, unsichtbare Stoppuhr. In der Transition fügst du einfach einen Vergleicher ein und fragst ab, ob die Aktivierungszeit des Schrittes, also Step 3.t, bereits größer als deine gewünschten 5 Sekunden ist. Das ist sauberster Clean Code. Was aber, wenn nicht der Schritt, sondern ein Sensorsignal verzögert werden soll? Eine Einschaltverzögerung entprellt flackernde Signale, während eine Ausschaltverzögerung ein Band noch kurz nachlaufen lässt. In der Planung steht die Zeit bei der Ausschaltverzögerung rechts vom Schrägstrich. Genau wie bei den Flanken gilt auch hier für das TIA-Portal. Diese Timer gehören in die permanenten Anweisungen. Hier programmierst du klassische Ton- oder TOF-Bausteine. Das hält deine eigentliche Schrittkette übersichtlich und sorgt dafür, dass jeder Techniker weltweit deinen Code sofort versteht. Du siehst, mit Graph-Z planst du fehlerfrei und mit Graph bringst du diese Präzision direkt in deine SPS. Doch was nützt der beste Ablauf, wenn in der Anlage nichts passiert? Im nächsten Video bringen wir Leben in die Bude. Wir schauen uns die unterschiedlichen Aktionen an, ob einfaches Einschalten, speicherndes Setzen oder Befehle, die direkt im Schritt verknüpft werden. Ich zeige dir, wie es geht. Abonniere den Kanal, um das nicht zu verpassen. Nutzt du für solche Wartezeiten eigentlich schon die clevere integrierte Schrittzeit, wie bei unserem X3-Beispiel? Oder verbaust du dafür bisher immer noch extra Timer-Bausteine? Schreib es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.